100 10 lat. 107 auf Polnische. Und wie die Deutschen gekommen sind, müssen wir selbstverständlich raus, die Polen, überall raus. Einer hat in die Ohr angesehen und hat gesagt, in halber Stunde sollen hier nicht mehr da sein. Habe ich gesagt, hoffentlich werde ich länger leben und werde nicht sofort sterben müssen. Aber dieses Sterben müssen war auf meine Brille aufgeschrieben. Ich hatte mehr Glück wie Verstand. Nigdy więcej wojny, niemals ein anderer Krieg, niemals ein anderer Krieg. Danke. Für die großartige Unterstützung bei unserem Friedensprojekt. Lebensweisheiten von 100-Jährigen. Diese mittlerweile internationale Zeitzeugen-Interviews sind Nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Wir machen diese Interviews neben unserer normalen Arbeit, neben meiner Arbeit als Krankenpfleger. Das heißt, wenn du unsere Interviews als wertvoll empfindest und uns unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Danke. Ich bin der Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ich bin, wie alt ich bin? Ja. Noch 107 Jahre, glaube ich. 110 lat. Am 25. Dezember Ja, hatte Geburtstag. 1919. Ja, das war so. Gut, danke, dass Sie haben das erinnert, weil nicht alle Leute verstehen das. Aber ich bin immer zufrieden. Und das habe ich von meinem Vater gehört. Du bist immer zufrieden, du bist immer so glücklich. Wie gut so ein guter Mensch haben. Na, Sie sind ja 1919 damals in Polen auf die Welt gekommen, in Polen, in der Zweiten Polnischen Republik. Ja, das ist wahr. Wie war das damals so in der Zeit aufzuwachsen in Polen? In Polen. No, ich konnte auch ein bisschen erzählen von meinem Leben und war glücklich, dass ich konnte das an freundliche Leute erzählen, was ist vor sich gekommen und was habe ich alles erlebt. Vielleicht wollen Sie erzählen ein paar Geschichten, was Sie alles erlebt haben, in Ihrer Kindheit vielleicht auch. Wie war das damals in Ihrer Kindheit? Mit meiner Kindheit, das war, ich habe bekommen schöne, gute Sachen für meine Kindheit. Und ich war, manchmal war das sehr schwer zum Durchmachen. Aber alles ist mir gut gegangen. Und jetzt bin
alte Falcone, ich sage immer. Jung gebliebene Falcone. Ja, ja, aber Weil als Kind habe ich ja gesehen, der Vater war ja Arzt, aber, also Tierarzt. ja, Tierarzt. er war Tierarzt. Och ja, das waren manchmal schwer, aber eigentlich haben alles durchmachen können. Und das war so lieb von diesen Leuten, welche sind zu uns hier in die Gemeinde kommen und bin bis heute glücklich. Wo sind Sie damals in Polen auf die Welt gekommen? In welchen Ort? Oh, Paris? ah ja, das war Großgott von meinem Vater. Das war, und das heißt, hatte eine Extraname. Unser Gut heißt Paris. Paris. Und wir konnten das alles an Leute sagen, dass ich bin in Paris geboren. Und in der Schule wir waren genannt und die Pariserinnen, Mädchen sind schon da und wir haben uns präsentiert als Pariserinnen. Na schön. Aber es hat ja auch Warschau damals als das Paris des Ostens hat geheißen. Ja, aber was soll ich Ihnen sagen, dass wir haben das manchmal nicht gerne gesehen, dass wir sind Pariserinnen. Was soll das bedeuten? Also das bedeutet, so wie es zu hören. Ich war ein junges Mädchen und wir waren alle, kann ich sagen, wir waren glücklich und jung. Reiten sind Sie auch immer gegangen als Kind. Reiten. Ja, wir sind reiten gegangen und wir waren diese Mädchen aus Paris, welche reiten und können auf Pferd sitzen und fahren weiter. Na gut, waren verschiedene Sachen. Weil Sie waren ja 4 Geschwister. Ja, ja, das war Alexandra, war meine Schwester und andere Leute, verschiedene, waren auch gesagt, dass sie sind so glücklich und gut. Und wir waren immer mit guter Laune in diesem Haus geboren. Na, Hat Ihr Papa auch im Ersten Weltkrieg kämpfen müssen? nein, mein Papa hat sich immer versteckt hinter diese großes Haus, welche wir waren. Uns war erlaubt, jetzt hier wohnen und zufrieden werden. Und das wird uns retten. Und der Weltkrieg hat uns gerettet. Weil Polen war ja bis zum Ersten Weltkrieg ja eigentlich in 3 ja. getrennt.
Ja. Polen hat es ja gar nicht gegeben bis zum Ende des Nein, Ersten der Weltkriegs. hat gar nicht Polen. Kein Staat. 123 Jahre. Ja, ja, das ist alles wahr. Und alles habe ich auch in meine Hände durchmachen müssen. Naja, Weil nach dem Ersten Weltkrieg war ja ein großer Nationalstolz. Wir ja, alle waren sehr, also eine Euphorie fast etwas, so dass jetzt wir wieder Polen sein dürfen. ja. Aber das, Was hat Ihnen diese Flagge bedeutet früher? oh je, das ist weiße Adler. Das ist polnische, Polnische Flagge, ja? ja, Flagge. Und Haben Sie die früher stolz getragen? Also war das mit großem Ja. Stolz verbunden früher? ja, das wirklich war. Und diese weiße Adler, das war für uns eine heilige Sache. Und wir waren stolz auf diese weiße Adler. Na, Haben Sie das in Polen mitbekommen, dass da so ein Hitler an die Macht kommt? ja, und wir haben das alles verstehen. Haben wir gehört. Ich habe gehört von Hitlerjugend, aber ich habe sehr gut gewusst, was soll das heißen und warum ist so gekommen. Und wie haben Sie das erlebt, als am 1. September 1939 die Deutschen Polen überfallen haben, als der Zweite Weltkrieg begonnen hat? Ich war bei mir zu Hause, bei meinem Papa und meiner Mama und wir waren alle, wir haben gehört von diesem schrecklichen Krieg, aber wir haben gesagt, wir müssen alles vertragen. Wir sind glücklich und können alles vertragen. Und waren wir glücklich. Und Aber Sie haben das Haus verlassen müssen. Die Deutschen sind Ja. gekommen und haben Sie aus dem Haus vertrieben. oh ja, das ist wahr. Wer muss, das war alles mussten wir durchleben. Aber mein Papa hat mir gesagt, wenn war noch am Leben, er hatte gesagt, du musst immer daran denken, ich bin so glücklich, wie gut geht mir, ich bin sehr glücklich, zufrieden und kann jetzt immer sein und bleiben und werde alles vertragen. Aber Sie haben aus dem Haus weg müssen. Die Deutschen sind gekommen Ja. und haben Sie rausgetrieben. Und Ja. Ihr Kinderzimmer. Oh ja, das war auch, wie die Deutschen gekommen sind, müssen wir selbstverständlich raus, die Polen, überall raus. Einer hat die Uhr angesehen und hat gesagt, in halber Stunde sollen hier nicht mehr da sein. Naja, habe ich nicht viel Zeit, um etwas einpacken. Wo soll ich das machen? Wann muss ich das machen? Wie muss man alles lernen? 4-mal in meinem Leben musste ich vom Zuhause weggehen. Wo sollen wir gehen? Wo sollen wir sitzen? Ein bisschen. Na, aber haben wir gelernt. Oh,
Und wie? Hat da Ihre Familie zusammenbleiben können oder sind Sie getrennt geworden? Eine Zeit lang waren meine Familie in Generalgouvernement weggefahren und bleiben. Sie auch? Ich, ich hatte immer arbeiten müssen bei diesen deutschen Leuten. Und was sollte ich machen? Musste arbeiten und habe gewusst, das darfst du nicht. Und ich habe schon damals junges Mädchen verstehen, was ich darf und was darf ich nicht. Wir haben gelernt, dass wir sollten verstehen, schwere Zeiten und wie manche Leute mussten das vertragen und was konnten wir sagen und was dürften wir nicht sagen. Das haben wir alles so gut verstanden. Da haben Sie aufpassen müssen, was Sie sagen. Och je, und wie. Das war wirklich, das war ein, ich habe später erzählt an junge Leute, dass diese war ein Zirkus, großes, aber wir haben das durchgemacht. Viele Jahre, was dürfen wir sagen, was dürfen wir nicht sagen. Ich dürfte nicht Polnisch sprechen, nicht andere, manchmal andere Sprachen musste ich lernen. Sie haben ja dann arbeiten müssen durch die Ja. Deutschen, haben Sie Oh, ja. Zwangsarbeit leisten müssen. Ja. Wir hatten das hier auf dem Arm aufziehen müssen. Und das war ein Zeichen, dass wir sind diese Polen und wir müssen schwer arbeiten. So ist geschrieben und das müssen wir machen. Na, alles war schon gemacht, durchgemacht. Aber habe immer mehr Glück wie Verstand und ich konnte das schon erleben, diese Zeiten. Wo haben denn Sie arbeiten müssen? Am Land oder in der Fabrik? Draußen am Land. Ja, ich habe mehr Glück wie Verstand und konnte alles gut arbeiten und habe mich immer hinter jemandem versteckt. Und andere Leute haben gesagt, na, diese Falconi, die hat so viel Glück. Na, aber manchmal musste ich das bezahlen. Aber meistens bin ich glatt rausgekommen von dieser schweren Zeiten, welche in diese Zeiten waren. Weil die Deutschen wollten ja ganz Polen auslöschen, Ja. quasi. Die ganzen intelligenten Menschen haben sie gleich verhaftet und umgebracht. Ja, ja, das ist wahr. Und waren viele kluge Leute waren getötet. Ich habe davon schon damals gewusst. Weil von den Deutschen, die Deutschen haben die Polen ja dann quasi wie als minderwertige Menschen Ja, gesehen. das schon, das ist wahr. Keine echten Menschen, minderwertig. Ja.
Na, Haben Sie das mitbekommen, so im Alltag, dass da Leute direkt im Ort vielleicht ja. auch erschossen werden? Ja, das waren auch, aber das war so schwer zu verstehen. Aber es war gesagt, dass wir sind sehr gut und glücklich geblieben, weil wir wissen, wie müssen wir uns benehmen. Und das war sehr gut gesagt. Wie war das mit den polnischen Juden, die alle ermordet geworden sind? Haben Sie das auch mitbekommen? Wir haben das gewusst, dass diese Leute waren getötet. Ich habe nie gewusst, ob wir das gut enden oder wer weiß wie, muss ich andere Leben machen. Ich musste andere Leute verstehen und muss klugere Kopf haben, als ich in der Wirklichkeit hatte. Na, und jetzt bin alte Falcone. Na, Haben Sie oft Hunger gehabt? Hunger. oh, das war vielmals, oh, wie vielmals, dass ich habe gesagt, möchte so gerne etwas essen. Aber wenn schon geht nicht, möchte ein Hering essen. Und gut, auch ein Hering hat mir gut geschmeckt. Ich habe geträumt, ein Hering essen zu dürfen. Und dieser Hering hat uns so geschmeckt, als wenn das etwas Großes und Gutes war. Haben Sie irgendwie Widerstand leisten können? Widerstand. Das war nicht so sehr leicht, aber wir sind zusammen gemacht, was sollten wir zusammen machen. Und haben wir sehr gut verstanden. Das darf ich sagen, das darf ich nicht sagen. Und ich war so ein junges Mädchen und habe das schon alles verstanden. Wie war da der Kontakt zu den Deutschen? Hat man sich da oft unterhalten oder weniger unterhalten? Nein, ich muss, das heißt, ich kann am meisten von mir sagen. Und ich bin bei diesen deutschen Leuten in einem kleinen Zimmer bleiben müssen. Und musste, manchmal waren komische Momente, weil die Kinder waren, wissen Sie, Kinder bleiben immer Kinder. Und auch diese deutschen Leute hatten Kinder. Und diese Kinder sind geblieben, auch zu uns, und mussten wir sagen, das ist mein Haus und das ist von wem. Ich habe gefragt, von wem ist dieses Haus? No, selbstverständlich von diesem Haus. Und manchmal haben diese deutschen Kinder gekommen und der Kleine ist gekommen zu mir
und hat gesagt, die Kugel ist da. Und das war der. Und die Kugel, das war, oh je, wie heißt Luna. Mond. Mond, ja, das war Mond. Und wir konnten das schon, mussten, wir haben gewusst, was das ist, wie sollen wir das nehmen, gut oder schlecht. Weil Sie waren ein junges Mädchen, 20 Jahre, Ja. 20 bis 25 Jahre im Krieg. Ja, ich war junges Mädchen, aber wissen Sie, wie lernen diese jungen Leute diese große Antworten, was antworten müssen, was muss ich sagen, was darf ich und was darf ich nicht. Na, jedenfalls. Wäre man da erschossen geworden, wenn man was Falsches sagt? Ja, oh ja, das waren Strafen, waren streng und wir mussten alles aufpassen, was wir sagen und zu wem wir sagen. Mein Papa hat gesagt, Mädchen, ihr seid erwachsen, ihr seid schon so groß, dass ihr müsst verstehen, was ist da und warum können sie das und andere sagen. Mein Papa ist weg in Generalgouvernement gefahren und war in dieser Zeit bei Warschau, war mein Papa. In Warschau? Ja, bei Warschau, aber auch in Warschau. Das war so verschieden. War er da auch in Warschau, wie der Aufstand war 1944? Vielleicht ja, aber ich habe das nicht gewusst, weil wir sollten davon nicht sprechen. Und das war für uns gesagt, bleibe still, das ist nicht unsere Sache. Mein Papa hat gewusst, was muss er machen, zu wem soll er sprechen, in welcher Sprache muss er sprechen. Wie sind Sie da mit der Angst umgegangen? Mit der Angst? Ich musste bleiben, alleine irgendwo. So sollte ich, so sollte ich leben. Wo soll ich das erlauben und alles? Na, jedenfalls musste mein junger Kopf musste das vertragen, was für mich war manchmal so schwer. Aber ich habe das durchgemacht. So viele Sachen musste ich erinnern und wissen und verstehen. Mit diesem Verstehen war manchmal so schwer. Aber mein junger Kopf musste alle Schwierigkeiten durchmachen und alles durchgemacht. Ich wusste nur, du darfst das nicht sagen, du darfst das nicht machen. Na, und so bin ich hier und lebe ich und nach jedem. Ich hatte so viel Glück im Leben und konnte
das durchmachen. Sie haben überlebt. Ja, so ist das gewesen. Haben alle von ihrer Familie den Krieg überlebt? Von meiner Familie. Ja, ja, mein Papa und meine Mama, wir alle hatten, ich denke, mehr Glück wie Verstand. Danke, dass Sie uns das so erzählen, weil ich glaube, das ist nicht leicht, dass Sie das so, die Erinnerungen wieder... Diese Erinnerungen sind manchmal sehr schwer zu sagen. Das war etwas so Schweres, hat so wehgetan. Das war für mich damals nicht zu begreifen, weil das war zu schwer für meinen jungen Kopf. Und jetzt, was soll ich machen? Ich bin so alt und 100 Jahre. Was machst du, diese 100-Jährige? Haben Sie etwas Bestimmtes gemacht, dass Sie 107 Jahre werden? Irgendein Geheimnis oder irgendein Rezept? Das war ein guter Rezept. Ja, ich war immer, so wie mein Papa sagte, bist zufrieden, geht dir gut, sollst immer daran denken, dass du hast sehr viel Glück. Viel Glück und sehr gute Sachen wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie. Und hoffentlich bleibt es so, wie es sein muss. Und ich bin schon alte Falconi, nicht mehr junges Mädchen. Das ist schon vergessen. Weil den Namen Falcone haben Sie durch Ihren Mann, ein Durch italienischer Professor. Ja, von Ettore Falconi war diese. Und das war Ettore Falconi. Haben Sie als Dolmetscherin kennengelernt? Oh je, habe ich ihn kennengelernt. Aber ich bin zufrieden, wenn ich kann das sagen, was ich glaube. Und kann sein zufrieden. Ich bin zufrieden mit meinem Vater, mit meiner Mama. Und ich bin diese alte Falconi und bin zufrieden. Und das habe ich gelernt in meinem langen Leben. Du bist zufrieden, dir geht's so gut. Wie kannst du dich freuen über deinen langen und gutes Leben? Also bis nächstes Mal. Guten auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund. Und das ist die wichtigste Zeit. No. Jestem zadowolona z tego, co na mnie przypadło. Das heißt, ich bin sehr zufrieden damit, was auf meinem damals jungen Kopf gefallen ist. Und żadnej wojny nie chcemy, nikt nie chce żadnej. Wir wollen nicht, wir wollen kein Krieg, wir wollen in Ruhe leben
und freuen uns, dass wir leben. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej wojny. Habe ich gesagt, niemals ein anderer Krieg. Niemals ein anderer Krieg.